Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das brauchen wir auf jeden Fall für den Stream. Das bringt den Stream auf jeden Fall weiter. Das auf keinen Fall. Vor allem nicht für den Preis. Aber so grundsätzlich für eine Idee finde ich das schon ziemlich cool. Ein Prompter-Trailer von Elgato. Elgato, die meisten von euch, muss ich nicht erzählen, machen halt so Streamer-Equipment für Profis, was aber auch der Amateur, so wie ich, benutzen kann. Die haben jetzt einen Prompter? Why? Und das ist der Trailer dazu. You've never seen a teleprompter. Ach, für den Chat oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist okay. Die Idee ist nice. Die gefällt mir richtig gut. Mit der Cam natürlich drin. Ah, naja, klar. Okay, das ist sehr geil. Oder halt mit einer anderen Kamera. Hier was du machen willst. Also habe ich noch mit Handy drin, okay. Stimmt, ich hab auch schon überlegt, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, aber ich könnte auch eigentlich mein Handy auch einfach als Kamera-Alternative nutzen. Okay. Das ist geil. Bringt natürlich nichts, wenn man nur 3 Chats pro Stunde hat, aber tendenziell finde ich das eine richtig geile Idee. Aber jetzt kommt natürlich. jetzt schauen wir mal. Ich will gar nicht wissen, glaube ich. 1300, 1400 Slotties. Nehme ich? Ah. Um auf die Idee überhaupt zu kommen, ne? Das ist schon ganz cool. Das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Aber 300 Ocken, Alter. Lass mal hier ganz kurz mal. Prompter is one of the newest products to join the Elgato family. Prompter is an all-in-one teleprompter that brings tools from the professional broadcast world to your home setup to help you deliver your content. Now, you might have seen a teleprompter in some form before. For years, the broadcast world has used teleprompters to help on-camera presenters deliver a clear and concise speech. So, what is a teleprompter and how does it work? Well, the goal of a teleprompter is to allow you to project text onto your camera lens so you can read your script to make you stay on track. And how does it achieve this? Well, the magic is in. Das ist ja halt auch das Ding, ne? Du kannst ja auch dann wahrscheinlich dann auch so eigene Texte da reinballern. Mit Sicherheit bauen die das ein, dass du dann zum Beispiel mit dem Stream Deck dann einen Knopf drückst und dann wird dann ein anderer Text angesetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Begrüßung, sage ich jetzt mal, oder Verabschiedung und dann kannst du dir das stichpunktartig vielleicht irgendwie aufschreiben und dann halt aufsagen. So. Zum Beispiel. Also das ist schon. What's called the beam. Also, es braucht kein Mensch. Sind wir mal ehrlich, das braucht kein Mensch im Grunde. Aber eigentlich ist die Idee schon ganz geil. Muss ich sagen. Splitter glass. Ist halt ein Splitter-Scheibe. Ja, natürlich. This is like one-way mirrors you see in those interrogation scenes in movies or TV shows. The cops can see into the interrogation room, dafür, but if you're in that interrogation room, you only see a mirror. So this is kind of what beam splitter glass does. You essentially see a mirror while the camera. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das brauchen wir auf jeden Fall für den Stream. Das bringt den Stream auf jeden Fall weiter. Das auf keinen Fall. Vor allem nicht für den Preis. Aber so grundsätzlich für eine Idee finde ich das schon ziemlich cool. Camera just looks through the glass to look at you. And all you need to do is simply tilt the mirror to a 45-degree angle, and then you can have a display which displays text, which will then appear on the teleprompter. So you see your prepared speech, while your camera just sees you. And it'll look like you're looking through your text and directly into the camera's lens, ensuring eye contact. So you can see why a tool like this would be invaluable in the professional broadcasting world. Wobei man jetzt hier gesehen hat, ja, also es heißt ja immer, oder die große Argumentation ist ja immer, du liest den Text und hast den Augenkontakt mit dem Zuschauer so. Das ist, hier siehst du ganz stark, nein. Und das ist mir ganz oft, das fällt mir ganz oft so bei Games oder auch bei Game 2 Videos oder generell bei Videos. Du siehst es halt immer, dass er dich anguckt, aber dich nicht anguckt. Das ist so ganz komisch. Also,
Ich finde, also ich bin auch so ein Mensch, ich achte darauf, gar nicht bewusst, aber ich achte drauf. Du siehst, der Mensch guckt in die Kamera, aber er guckt gar nicht in die Kamera. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, auf eine Art denke ich mir, ja, okay, ist ein Teleprompter, ja, klar, okay. Stört mich jetzt nicht, aber auf der anderen Seite stört mich halt doch. Das ist so ganz, ganz, ganz weird irgendwie. Da bin ich immer ganz komisch. Tact. So you can see why a tool like this would be invaluable in the professional broadcasting world. But teleprompters are also helpful in the content creator world because it addresses the same needs of helping deliver your message in a clear and concise way while remaining engaging with the camera. And in recent years, new ways to use teleprompters have surfaced, such as viewing your live stream chat or using one in a video conference call. But the issue is teleprompters have historically been out of the price range of most consumers, costing Genau. thousands of dollars and being quite large since they're designed for studio setups. Now, over the years, new types of teleprompters have become available that are more aimed at consumers haben wir gerade with gesehen. more attainable pricing. However, they really only offer half the equation of a teleprompter, essentially only giving you the beam splitter glass part, but then you need to provide the screen part with a smartphone or tablet. So there are a few issues with these types of teleprompters. Number one, while they in themselves are a more affordable price than a traditional teleprompter, you still need a phone or tablet to use with it, which means that the cost of the total system can still be quite high. Number Ja. two, they're more limited in camera compatibility, generally only being compatible with interchangeable lens cameras whose lenses have filters that let you screw on a step-up ring that lets you dock the teleprompter onto the lens. Number three, they have limited compatibility with camera lenses in terms of field of view. With many of these consumer teleprompters, if you use them with a wide-angle lens, you'll notice vignetting because the housing of prompter is within the lens's field of view due to Ja, its sheer ja, ja. smaller Ja, man sieht die size. Spiegelung, das ist damit gemeint. And Ja, das kenn lastly, ich. when using a teleprompter with a phone or tablet, it limits your potential uses, such as using it for video conferencing calls on your computer. So these are the issues that we wanted to address with Elgato Prompter. We wanted to make a teleprompter that was a true all-in-one device Ja, kann ich machen, natürlich. Ich kann den unterschiedlich übersetzen lassen. Entschuldige bitte. that can accommodate a wide range of cameras and potential uses. So let's go over how we accomplish this. First, let's talk about the display. Prompter features a built-in 9-inch display with a single USB-C cable. And this single USB-C connection is used for both power and video signal using DisplayLink. So you just need to connect one cable from your prompter to your Mac or Windows PC, or even your Android phone, for prompter to act as a monitor. Aber schon Now, wieder in the case of USB, an ne? Android phone, prompter will mirror what's on your phone. But in the case of a Mac or Windows PC, prompter becomes an additional monitor so you can set it to extended, so you essentially have an extra monitor in your setup to throw whatever Ah, okay. application you're Ja, looking to display verstehe ich. through it. And what's really neat about prompter is that the display is naturally mirrored from the get-go, which means that when you look at it through the beam splitter glass, it's correctly oriented. And this allows you to drag any application you want onto Na, für mich musst du das nicht machen. Natürlich nicht. Na klar. Toxen ist alles gut. prompter and you're able to use it right away. This is really cool compared to smartphone teleprompters, since for those, you would need any app that you want to use to have a mirror function, which is not really a common feature in smartphone apps. Next, let's talk camera compatibility. This was also really important. We designed Prompter to have a profile that won't take over your creator space, but be flexible enough to accommodate different types of cameras, because not everyone uses a mirrorless camera with lenses that can support a teleprompter. Problem, was ich persönlich mit Elgato-Produkten habe, ist eigentlich nur, so blöd das klingt, das ist die Kabellänge. Hier habe ich eine Elgato-Lampe, da habe ich eine Elgato-Lampe. Und das Stream Deck ist hier. Also ich habe ja relativ viel schon von Elgato. Und ich musste tatsächlich. Das Problem in Anführungszeichen ist jetzt, dass von Hause aus alles an einer einzelnen Steckdose drin ist, aber ich musste hier auf dem Tisch quasi an der Verlängerung noch eine Verlängerung machen, weil zum Beispiel die Lampen nur ein relativ kurzes Kabel haben. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem auch die Lampen, die sind an einem Stativ dran, ne? Und das Kabel fängt aber nicht unten am Stativ an, sondern oben an der Lampe. Das heißt logischerweise, je tiefer die Lampe ist, desto mehr Kabel hast du im Endeffekt zur Verfügung. Problem ist bei mir jetzt zum Beispiel, ich bin ein Brillenträger, ne? Ihr seht halt ständig hier diese hässliche Spiegelung auf meinem hässlichen Gesicht. So, und das geht natürlich am besten weg, wenn man die Lampe ein bisschen höher macht. Und jetzt mal zum Beispiel nach 15 Wochen.
Oder halt die Lampe generell höher macht, was er aber halt nicht machen kann, weil das Kabel zu kurz ist. Also generell so Kabellänge, finde ich, hätten sie sich, weiß ich nicht, hätten sie von mir aus auch noch eine Kategorie mehr machen können, dass sie alle Produkte halt verkaufen und dann aber halt auch nochmal mit extra langem Kabel und dann sich dann dafür, weiß ich nicht, 10 Euro mehr dann in die Taschen stecken von mir aus. Weil Kabellänge ist halt schon, gerade am PC, also was ich hier wirklich, ich habe hier eine kleine Ecke, ja, und das ist nicht nach Schönheit aufgebaut, sondern ausschließlich nach Funktionalität. Wirklich so aufgebaut, dass alles irgendwie in den PC kommt und kein Kabel wirklich, ich sage jetzt mal, Spannung hat. Was nicht ganz funktioniert, ne? Maus ist immer ein bisschen auf Spannung, Tastatur ist immer ein bisschen auf Spannung, aber das ist nicht so ganz so schlimm. Maus ist halt immer das Problem, aber daran gewöhnt man sich, beziehungsweise da kann man sich ja ein bisschen umsetzen. Aber das so Kabelmanagement ist echt ein Problem noch, finde ich persönlich. Aber kann ja jeder anders sehen. A lot of people use webcams, point-and-shoot. Zumal dazu kommt dann noch, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber ist ja auch alles USB, du kannst ja ein USB-Verlängerungskabel ranmachen. Aber dann funktioniert es halt auch oft nicht mit einem Verlängerungskabel. Das ist immer so ganz. USB ist schwierig, finde ich. Vielleicht liegt es auch an meiner alten Technik. Der alte Rechner kann natürlich auch sein. Gibt ja mittlerweile, ich glaube, ich habe hier noch USB 3.0, 2.0 und 3.0. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon 4 oder 5. Cameras or camcorders. So with Prompter, we developed an interchangeable backplate system. On the backside of Prompter, you have 2 thumb screws which can be unscrewed so you can pop in different backplates, depending on the type of camera that you want to use with Prompter. If you happen to have a mirrorless or DSLR camera with a substantial lens, you would use our ring backplate. With this backplate, you attach the appropriate size step-up ring to your lens, which we include in the box. And then you dock Prompter onto your camera lens, and then you're good to go. Now, this is a similar mounting process to the other consumer price teleprompters out there, the main difference here being our integrated display. But what if you want to use a webcam or a camcorder? Or what if you're using a mirrorless camera with a smaller lens, or a lens with a motorized zoom which wouldn't be able to support the weight of a teleprompter? Well, this is where the backplates come in. Now, this is our universal backplate with a cloth shroud. Putting this on your prompter opens up its compatibility to most cameras and webcams. You would simply take the camera bracket we include with Prompter and mount your camera onto it. Then you drape the shroud over it, and then you just center the camera within the opening of the backplate and you're good to go. Now, you might be wondering what this shroud is for. This is in order to block light from getting into the prompter from the backside. Just because if you have openings where light is coming in, it makes it more difficult to see the reflection of the display on the prompter when you're presenting, and it can also cause glares or reflections in your camera's video. Now, if you have an Elgato Facecam Pro, we actually include a third backplate specifically meant for that webcam, where again, you would just install that backplate, then mount your Facecam Pro onto the camera bracket, align it to seat into that backplate, and then you'll just tighten everything up. Now, what's really cool about Prompter's design is that these backplates are essentially a standard plastic component, which means that not only are we able to release more backplates down the line, such as if we release a new webcam, we could also release a Prompter backplate for it, but you can even use 3D printed backplates with Prompter as well. So soon on Elgato Marketplace, you'll find 3D files for Facecam, as well as a blank backplate template. So if you have some CAD knowledge and a webcam you'd like to make a backplate for, you can download the file and edit it to conform to your webcam so you could print your own backplate. Now, we plan on adding more backplates to the store as time goes on. Ist 3D-Drucken, ist das so ein Ding? Also ist das so, ich habe das schon öfters gehört, aber das klingt jetzt hier ja gerade so nach dem Motto, ja hier, es hat ja eh jeder einen 3D-Drucker zu Hause, da kannst du das mal eben stellen oder du besorgst dir die Datei dafür und dann kannst du es einfach machen. Ist das so ein Ding? Muss man die Dinge dann extra dazu kaufen oder sind die 300 Adapter inklusive? So wie ich das verstanden habe, ist es inklusive. Whether the files are provided by us or by members of the community. Aber wir können gleich Now, mal if you're gucken. curious if your camera works with Prompter, we've also created a compatibility webpage, which will continue to update as we and the community continue to test more. Das ist meine Logitech 10920. Das ist total krass, ne, dass halt die immer noch up to date ist. Ich muss sagen, ich persönlich bin von Monat zu Monat mit der Qualität der Kamera echt unzufrieden. Aber mein Gott, ich muss jetzt damit leben.
weil sich auch einfach nicht lohnt, sich jetzt irgendwas anderes zu holen, beziehungsweise ich habe schon überlegt, mir die Elgato Facecam zu holen, aber meine große Angst ist, weil der halt auch USB 3 braucht, dann ist noch ein USB-Fresser am Rechner. Die Webcam ist jetzt, glaube ich, auch an USB 3 dran, ne? Braucht aber gar nicht so viel davon. Aber je mehr USB-Geräte du hast, ich glaube, das schlaucht ja auch ganz schön am CPU, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr wisst es besser, ihr kennt euch da besser damit aus. Aber ich finde halt interessant, dass es halt mit die beliebteste Webcam, und die ist ja schon ewig alt. Die ist ja wirklich ewig alt. Also, alleine ich habe mir, glaube ich, meine schon, weiß ich nicht, 5 Jahre oder so. Und damals war sie ja schon alt. Willst du den 4K streamen? Na sicher, man muss jeden Pickel sehen. Die Cam ist doch gut. Ja, du, definitiv. Für mein bisschen reicht's. Logisch. Ne? Aber für mich persönlich reicht's halt nicht. So, weißt du, wie ich meine? Das ist halt so, das ist so, mein persönlicher Monk ist das einfach nur. Du guckst so auf meinen Stream oder auf meine Videos und denkst, ah cool, das Spiel sieht ja geil aus. Und dann guckst du auf die Cam und denkst dir, mal von dem Typen an sich abgesehen, die Quali könnte besser sein. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Meckern auf 10 Viewer-Niveau, nicht auf 4. Cameras and lenses with Prompter. Now, before moving on, I wanted to talk about this camera bracket. So this is what you use to mount your camera or webcam onto when used with the universal backplate or the Facecam Pro backplate. Man merkt aber auch, die haben sich da echt was einfallen lassen. Also die haben da echt... Now this is because we have multiple mounting rails depending on your type of camera. So let's say you have a point... Was mir ganz stark auffällt, dass die sich gar nicht so viel um die Technik dahinter, also ich sage jetzt mal, ne, es ist am Endeffekt ist es nur ein Spiegel, aber die haben sich sehr viel einfallen lassen, wie du es anmachst und wie du das möglichst kompatibel für alles Mögliche machst. Point-and-shoot camera whose quarter-inch jack is off-center from the Ja, lens. genauso gut, einfach hier We have this 3 small rail Platten, up front that lets you shift your camera left and right so you can center your lens. 3 Möglichkeiten And you Feierabend. also have these wings here with Oder two nur für die additional eigene rails. Kamera vielleicht sogar. These are so you can mount smartphone grips so you can use your smartphone with Prompter. So if you're somebody who uses EPOCam, you might find this really useful. So with a combination of our backplates and our camera bracket, Prompter is compatible with most cameras you can think of. We have 9 sizes of step-up rings to accommodate different lens thread sizes on the mirrorless cameras and DSLRs, and the design of the shroud backplate and the camera bracket essentially covers you for everything else. Next, let's talk about camera field of view, because this was also really important when developing Prompter. Field of View, ja. Now, I've used Auch bei mir several ein Thema. teleprompters over the years, and one of the biggest limitations that I, along with other creators, have noticed is when you use a teleprompter, you can only get so wide with your lens before you start to see vignetting on the sides. Because the lens is so wide, it's catching the edges of the teleprompter housing in its field of view. Now, some teleprompters require a lot more zooming in than others, but we wanted to make sure ours was really wide. And I believe we've accomplished this. Now, every camera and lens can be a bit different in what its focal length represents, and I'm not even talking sensor size like how 20mm full frame is different than 20mm on a crop camera, but you could have 2 lenses with identical focal lengths, but because of differences in either like the front element of the lens is bulbous or slightly more recessed, the field of view might be slightly different. Now, from our testing, when using the ring backplate with Prompter, you can get around 21mm of full frame equivalent focal length. But using the universal backplate with the camera bracket, you can get a good amount more, because you're able to push your camera closer to the beam splitter glass. Now, officially, we state we support up to 20mm full frame equivalent focal length to try and account for the different variables in different lenses. But the truth is, it is possible to push farther past this. Now, I have a Tamron 17-28 full frame lens for my Sony camera, and when using it with the universal backplate, I can get the full 17mm in shooting when I'm shooting 16:9 video, and then I can get around 18mm when shooting 3:2. Which falls in line with Harris Heller's findings when he was testing Prompter with his Panasonic 18mm lens shooting an open game, which again is that 3:2 aspect ratio. Now, this is just shooting an open. Heller's findings when he was testing Prompter with his Panasonic 18mm lens shooting an open game, when he was testing Prompter Wie geht denn das nicht? with his Ach so, Panasonic. Enter. Früher was Leertaste. Überleg mal, wie breit das ist. Der kann die Arme einfach auseinander machen. Ne? Wenn ich die Arme auseinander mache, dann
Dann bin ich weg. 18mm lens shooting an open game, which again is that 3:2 aspect ratio. Now, this is just 2 lenses out of a sea of lenses out there, so if you have a really bulbous wide-angle lens, your mileage may vary. But the point is, Ich glaube, die Aufrufzahlen würden sich deutlich erhöhen, wenn ich die Kamera weglasse. Was ich auf YouTube teilweise mache. Prompter lets you shoot really wide, which is quite a Und ironischerweise funktionieren die Videos ohne Cam am besten. feat for teleprompters of this size. Lastly, let's talk more about the software and how you're going to use Prompter. Because with Prompter, we've made some big updates to our Camera Hub software, adding in a prompter section with some really cool features. First off, Camera Hub features a teleprompting suite where you can paste, edit, and type your scripts for your presentations or YouTube videos, etc. Das ist jetzt vielleicht so für Livestreams oder so, ist das vielleicht gar nicht mal so cool. Aber so, wenn du halt so Videos machst, wo du halt wirklich so in die Kamera sprichst, das ist schon ganz cool. Oder wenn du jetzt einen Vortrag hältst oder so. Ja, das ist schon ganz geil. Das ist echt mega. Right now we have some basic customizations, like you can change your text color, size, and style to your liking, or you can adjust your margins so you can adjust how far your eyes have to travel when you're reading your script so you can avoid your camera picking up those eye movements. And what's cool is we have these chapters for scripts which allow you to break up your script into different sections, which you can navigate with Stream Deck. In addition to that, you can control other aspects of your prompter with Stream Deck, such as your scroll position and speed. You can change your text or margin size on the fly, and so much more. Next, with Camera Hub, you can display your Twitch chat so you can make eye contact with your viewers when you live stream. Now, you could, of course, drag a popped-out chat window or Chatterino window on a prompter, but the issue is those apps lack proper text scaling options, so you can adjust it to make it more legible. With Camera Hub's chat integration, you have full control over the text size and margins and everything. As of launch, we have support for Twitch chat with standard emotes, and then also Better Twitch TV and Franker Z emotes, so you can catch all of the dank memes when you're chatting with chat. And one really cool feature in Camera Hub is whether you're reading a script or Twitch chat, you can adjust your opacity. So let's say you want to monitor your camera while you're reading your script or Twitch chat, you can do so really easily this way. Now, as time goes on, we'll of course be adding more functionality and features to Prompter's Camera Hub integration, as well as Stream Deck. So if you have any requests for what you'd like to see, feel free to let us know in our Discord server, our Twitter, or even right here in the comment section down below. But as I said, the beauty of Prompter is that everything is mirrored going into it. So if you have a particular use for Prompter that we haven't thought of, you should be able to do it no problem just by dragging whatever app you want right into it. And if you let us know the cool way you use Prompter, maybe there's a way we can build in direct support into our Camera Hub app or something else to elevate the experience. Ja, das ist jetzt so richtig Spielerei nur. Now, I can't wait to see where we take this through software. Aber die Idee, okay, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr Spannendes. Also, die Idee dahinter ist schon ganz cool. Ist natürlich nur eine Spielerei, ne? Machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages ist es nur eine Spielerei. Aber die Grundidee, muss ich sagen, die Grundidee finde ich schon mal ganz nett. Aber nicht für 300 Euro. Bei allem Respekt, nicht für 300 Euro. Also für 300 Euro ist das Ding, das braucht kein Mensch. Also wenn du wirklich zu viel Kohle hast, wirklich zu viel Kohle, du weißt nicht mehr wohin, aber so, was ist denn jetzt hier alles drin? Warte mal, jetzt wollte ich mal gucken, was jetzt hier alles drin ist. Bla 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 bla. Watzmann spendet 1 Euro. Wohlümmel. Kommt erst mit 2 Euro. Danke, Watzmann. Das Ding ist viel zu klein. Oh, ich weiß nicht. Kam mir jetzt gar nicht so klein vor, ehrlich gesagt. Das Ding ist, was man halt nicht vergessen darf, es ist ja jetzt nicht gedacht dafür, dass du jetzt 10 Meter weit weg bist, so wie im Fernstudio, sondern du sitzt ja direkt davor und ich glaube, dafür reicht das. Ah, hier, Lieferumfang. So, das ist interessant. Lieferumfang. Also das ist alles im Lieferumfang enthalten. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge, muss ich sagen. Und hier das Display, achso, das 9 Zoll. Gut, jetzt muss man. Was ist jetzt 9 Zoll? 22 Zentimeter. Und man sagt ja immer Diagonale, richtig?
Und gerade für weite Entfernung ist so ein Ding gedacht. Ja, generell, das darf man nicht vergessen. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ein Prompter ist für ein Fernsehen und Co. generell für weite gedacht. Aber hier geht ja um Streaming-Zeugs. Wirklich um den 0815-Streamer das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und der braucht kein großes Ding, um einen Chat zu lesen. Auf keinen Fall. Teilweise habe ich hier mein Handy noch drin, um den Chat zu lesen. Mittlerweile funktioniert das schon besser mit dem Chat mit mir. 300 ist zu viel. Also 300 ist einfach zu viel. 100er wäre auch schon frech, glaube ich. Ein 100er, weil man darf halt nicht vergessen, am Ende des Tages ist das ja nur Plastik mit ein bisschen Metall und einem Spiegel. Das Ding ist aber, glaube ich, das ist die Software halt auch dahinter, ne? Deswegen kostet er halt auch so viel am Ende des Tages. Ich bin ein großer Elgato-Fan, die machen viele gute Sachen. Und ich finde so grundsätzlich diese Idee hier nicht verkehrt, aber nicht für den Preis. Naja. Holt euch das, Freunde. Holt euch das.